Ja, das war also sehr schwierig. Wie die Krankheit ausbrach, hat das unsere ganze Familie verändert. Wir hatten Träume, wir hatten Hoffnungen, wir hatten Wünsche. Wir wussten, wie wir unseren Lebensabend verbringen wollten. Und auf einmal war das alles vorbei. Was wir wollten, können wir nie mehr tun. Es betrifft nicht nur meinen Mann, es betrifft auch mich und es betrifft meine Tochter oder unsere Tochter. Wir müssen mit der Krankheit leben und diese Krankheit schränkt auch uns ein. Es war am Anfang sehr, sehr schwer festzustellen, wie viel nicht mehr machbar ist. Man kann nicht mehr spontan entscheiden, wir unternehmen jetzt was, es muss alles geplant werden. Viele Dinge, wo man denkt, könnte man machen, stellt man fest, es geht doch nicht. Weil die Barrieren da sind, weil der Weg zu weit ist, weil es zu anstrengend ist, weil es von den Gegebenheiten unmöglich ist. Lokale, die wir gerne besucht haben, können wir nicht mehr hingehen, die Toiletten sind im Keller. Ja. Freunde, die wir früher gern besucht haben, die haben sich zurückgezogen. Es war am Anfang wirklich sehr, sehr schwer und was für mich dann irgendwann sehr belastend war, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass ich gar nicht mehr existiere. Meine Gedanken haben sich speziell in der ersten Zeit wirklich nur um meinen Mann gedreht. Was kann ich tun? Was braucht er für Hilfsmittel? Ich habe tagelang recherchiert und mich wirklich nur in diese Krankheit eingelesen und mich nur informiert. Und meine eigenen Bedürfnisse kamen völlig zu kurz. Und irgendwann musste ich feststellen, dass ich für manche Leute auch gar nicht mehr existent war. Das ging sogar so weit, dass ich meinen Arzt gewechselt hatte, weil ich auch für den nicht mehr interessant war. Ich kam zu meinem Arzt, ich hatte tierische Rückenschmerzen, ich hatte einen ganz schlimmen Husten und das Einzige, was ihn interessiert hat, ist, wie es meinem Mann ging. Und so ging es mir auch mit vielen Menschen. Ich habe die getroffen, ich hätte mich gerne ganz normal unterhalten, mal etwas anderes gehört als nur Krankheit. Aber das Einzige, was die interessiert hat, ist, wie geht's deinem Mann? Wie es mir dabei ging, das hat in der ersten Zeit gar niemanden interessiert. Und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit für mich. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht für mich so nicht weiter. Ich muss für mich einen Freiraum schaffen, ich muss alleine weggehen, ich muss alleine unter Menschen gehen, um die Möglichkeit zu haben, auch mal über was anderes zu reden, als nur über Krankheit. Ich musste schauen, dass mein Leben auch wieder eine Rolle spielt, dass das Leben noch irgendwo lebenswert ist. Ich habe dann begonnen, mich in der Schule von meiner Tochter zu engagieren und habe dann auch eine gute Freundin gefunden, mit der ich mich unterhalten kann und wo es nicht immer nur um Krankheit geht. Wir unterhalten uns über ganz banale Dinge und es tut einfach gut. Es gibt mir Kraft, wenn ich was für mich selbst tue und diese Kraft brauche ich im Alltag mit meinem Mann. Denn der Alltag ist wirklich völlig über den Haufen geworfen. Es ging damit los, dass ich unser Schlafzimmer umräumen musste, vom ersten Stock ins Erdgeschoss. Das habe ich alleine gemacht, weil er keine Treppen mehr steigen konnte. Ich habe sämtliche Zimmer umgeräumt, habe mir dabei auch einen Bandscheibenvorfall eingefangen. Das war eben die Situation, wie ich bei meinem Arzt war. Ich habe dann den Arzt gewechselt. Und das Erste, was die gesagt hat, Sie haben einen Bandscheibenvorfall und eine Lungenentzündung. Wie kann der Arzt Sie so wegschicken? Das geht gar nicht. Und auch, dass ich jetzt einen Arzt habe, der sich wirklich um mich kümmert, wo mein Mann dann mal keine Rolle spielt. Schon auch das tut gut. Man fühlt sich als Mensch wieder eigenständiger.
Ja. Ich unternehme viel mit meiner Tochter gemeinsam, denn auch sie leidet in gewissem Sinn unter dieser Krankheit. Der Papa war früher immer der Quatsch gemacht hat, der rumgetobt hat, der mit ihr zum Klettern gegangen ist. Der ist mit ihr in den Wald gegangen. Das sind alles Dinge, die gehen nicht mehr. Ich kann das nicht mit ihr tun, weil es ist nicht meins und es war nie meins. Aber sie ist jetzt Gott sei Dank in einem Alter, wo sie gerne was mit mir unternimmt. Wir machen jetzt die typischen Mädelssachen. Wir gehen shoppen, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt, wir gehen gemeinsam ins Kino und wir gehen ganz bewusst aus der Situation Krankheit raus. Okay. Selbstverständlich unternehmen wir auch viel mit meinem Mann, aber eben, das müssen alles geplante Dinge sein. Wir wären jetzt zum Beispiel gerne mal ins Kino gegangen, das geht im Moment nicht, weil vor dem Kino eine Blumenausstellung ist. Man kann dort nicht parken im Moment. Und das sind eben immer die Dinge, die einen ständig beschäftigen. Was kann man tun? Wie kann man es tun? Ist es überhaupt machbar? Jeder Tag bringt irgendwo Einschränkungen, mit denen man auch als Angehöriger leben muss. Und die Angehörigen werden leider von vielen vergessen. Die leiden auch mit, die haben auch ihre Einschränkungen und auch deren Leben verändert sich. Ganz grausam. Für mich selber wünsche ich mir eigentlich, dass ich noch sehr, sehr lange gesund und kräftig bleibe. Dafür tue ich auch viel. Also ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache Rückenübungen, damit mein Rücken das noch möglichst lange aushält. Ich möchte für mich selbst gesund bleiben, um einfach noch viel unternehmen zu können, aber auch gesund bleiben, um weiter für meinen Mann da zu sein. Denn das werde ich tun müssen bis ans Ende unseres Lebens. Etwas anderes kommt für mich nicht in Frage.